Hätte ich doch noch ein drittes Paar Socken. Hoffentlich reicht der Schlafsack. Ob die Räder ankommen? Hoffentlich funktioniert der Wasserfilter. Viel zu wenig Essen dabei. Es wird noch nicht so kalt. Habe ich das Multitool eingepackt? Hier baut man nochmal das Zelt auf. Okay, normal ist es sicher nicht, wenn man seine Freizeit damit verbringt, Luft aus Maggi-Tüten zu drücken. Aber hey, was ist schon normal? Maximal minimalistisch packen war eine Herausforderung, der wir nicht immer gewachsen waren. Aber wir brauchen ja heißen Kaffee. Halt, Trikotasche. Mit dem Gas hätten wir jedenfalls 3 kirgisische Großfamilien bekochen können. 8 Stunden Marschrutka, bevor es endlich losging. Zuerst ging es vor allen Dingen eins: bergauf. Nein, nicht einfach nur bergauf. Es ging tagelang bergauf. Schnell war jedenfalls anders. Elegant manchmal auch. Nein. Tadam. Flüsse waren erstmal die größte Herausforderung. Die Erfindung Brücke hat sich in Kirgisistan zumindest nämlich noch nicht so durchgesetzt. So, erste richtige Challenge heute. Eiskalte. Ja, wir hatten gerade einen etwas tiefen Fluss. Strömung ein bisschen krass. Wir wären fast weggeschwemmt worden. Aber wir haben voll Glück, weil gerade kamen hier 2 super nette Ukrainer, die am Wandern waren und die mit uns erstmal hier, die uns geholfen haben. Die diesen mega, man sieht ihn schon gar nicht mehr so, aber diesen mega Fluss hier gerade zu fordern. Also das war jetzt gerade schon echt krass. Die haben gesagt, der weitere Weg, der ist gar nicht möglich mit Mountainbikes. Haben die Wanderer jetzt gerade gesagt. Aber nochmal zurück ist auch keine Option. Weil nee, zurück geht auf gar keinen Fall mehr. Sonst müssen wir wieder auf eine Wandergruppe warten, weil da kommen wir auf keinen Fall mehr wieder nochmal da drüber. Noch erst mal 5 Tage. Oder müssen wir auf die nächste Trockenzeit warten. Manchmal hinterfragt man ja den Sinn von Dingen. Wir haben uns gerade am Anfang manchmal gefragt, warum genau wir eigentlich ein Fahrrad dabei haben. Wir haben viel geschoben. Wird dunkel. Mittlerweile in über 3000 Metern Höhe lernten wir das Bergwetter kennen. Die Regenflucht heute. Wir mussten gerade fluchtartig das Zelt aufbauen. So sieht's auch aus hier. Das Innenzelt für das Innenzelt hat das leider noch nicht gereicht. Das war die Basics. Aber es hat gerade angefangen hier so stark zu regnen, dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt noch höher gehen mit Gewitter und so, nicht so doll. Jetzt warten wir einfach, bis es aufhört. So ist es 23 Uhr. Wir zelten gerade hier in einer Höhe von ungefähr 3300 Metern. Man merkt, man kriegt so ein bisschen Schnappatmung. Martina ist ein bisschen kalt. Man sieht nichts mehr von ihr. Wir sind beide jetzt gerade nicht mehr so richtig müde, weil das Problem ist, hast du den Salat, wenn du um 19 Uhr schlafen gehst. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Schlaf vor uns.
und hoffen, dass wir hier genug Sauerstoff kriegen, unser Gehirn morgen noch genug versorgt ist, unser Körper sich erholt. Ich habe übrigens schon wieder richtig Kohldampf, um morgen auf die 3850 Meter über den Pass, dass wir das dann schaffen. Gute Nacht! Zelten in 3300 Metern Höhe. Das ist für den Körper eine echte Herausforderung. Jeder Körper hat eine andere Reaktion drauf. Martinas Reaktion? Kotzen. Wenigstens haben wir diesmal ein Zelt mit 2 Eingängen bzw. Ausgängen. Das war für mich ein echter Vorteil. Einen Tag lang ging erstmal nichts. Wobei, ich habe 758 Seiten in meinem Buch gelesen. Ich konnte ja meine Freizeit noch nicht mal mit Essen verbringen, weil das war ja ganz stark rationiert. Martina hat sich erstmal erholt. Den ganzen Tag geschlafen. Einen wunderschönen guten Morgen aus den Bergen. Martina ist auf dem Weg der Wiederauferstehung und da wir irgendwie weiterkommen müssen, da das Essen sonst ein bisschen knapp wird, bringe ich jetzt schon mal ein Bike hier auf den Pass rauf. Das ist allerdings, wie man sieht, kein allzu leichtes Unterfangen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Es sind 400 Höhenmeter, hier teilweise durch so Geröllfelder. Ja, wird anstrengend jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sich die Gravitation über Nacht verdreifacht hatte. Ich fühlte mich jedenfalls, als hätte ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht. So, erstes Bike und erste Tasche sind schon mal oben. Jetzt geht's wieder runter, die anderen Sachen holen. Martina war zum Glück auch wieder fit. Und so kämpften wir uns am Nachmittag gemeinsam den Anstieg hinauf. Heute ist Hike and Hike angesagt. Das ist doch ein Fahrradurlaub wie aus dem Bilderbuch. Wir haben es geschafft, wir haben den scheiß Anstieg bezwungen. Yay! Mega gut. Hier ist es wunderschön. Leider geht es jetzt immer noch ein bisschen weiter bergauf, aber schön. Ein bisschen bergauf? Ja, der Optimismus. Wir waren auf einem riesigen Plateau in 3700 Metern Höhe und bis zum Pass waren es noch 50 Kilometer. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Zelten in 3700 Metern Höhe. Der Körper findet das nicht so toll. Wasser lagert sich ein. Die Hände schwellen an. Arme und Beine schwellen an. Das Gesicht... Ja, man hat halt schon mal besser ausgesehen. Aber hey, was macht das schon? Es ist einfach wunderschön. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the highs and lows with us. Auf dem Weg zum Pass fehlte vor allen Dingen eins. Der Weg. Es ging einfach querfeldein. Wir waren hier wirklich in the middle of nowhere.
Es war nicht einfach, dem Hirten klarzumachen, dass wir mit den Bikes über den Fluss wollen. Aber pantomimisch sprechen wir mittlerweile fast fließend. So ganz koscher war uns die Sache erstmal nicht. Aber, wie sagt man in Köln, es hätte doch immer Jod gegangen. 5-mal ist der Mann hin und her geritten, bevor alles drüben war. Einschließlich uns. Ui. Mhm. Wobei, wenn ich mir das so angucke, wir sollten vielleicht besser beim Radfahren bleiben. Endlich mal wieder auf einer Straße. Wir dachten, es rollt. Nur leider volles Met Gegenwind. Immerhin sind wir jetzt schon im oberen einstelligen Geschwindigkeitsbereich. Wir sind oben. Yay! 3,8 laut unserem. Man kann es wahrscheinlich nicht sehen, aber 3809 Meter. Mega. Und zwar richtig schnaubend hier oben. Ja, hier ist fast kein Sauerstoff mehr. Jetzt fahren wir zum Glück nach unten und dann können wir wieder atmen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Sauerstoffzelt. Bin schon ganz doof im Kopf hier. 100 Kilometer Abfahrt durch das Nariental. Was hatten wir uns darauf gefreut? Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn wir hatten leider die Rechnung ohne den Wind gemacht. Wenn du bergab auf dem kleinen Kettenblatt fahren musst, dann läuft definitiv was falsch. Was nehmen wir denn? Vollflasche? Geht so das einmal? Ja, das ist geil. Gibt es vielleicht irgendwas wie Brot? Ich wollte gerade sagen, Bowls, also Nudeln. Mhm. Darum gibt's. Oh, so eine Tüte Bonbons. Guck mal, diese Kringel, das jetzt von diesen Kringeln, die sehen so salzig aus. Ja, können wir nehmen. Schuh. Die? Das. Da. Klopapier. Haben die? Keine Ahnung, aber wäre gut. Also Toilettenpapier haben wir gerade gekauft, neues. Das ist das ganz Feine. Das Gute ist, es ist elastisch. Aber besser als nichts, ne? Oh, nach 7 Tagen sind wir zurück in der Zivilisation. Ein gutes Gefühl. Man merkt's an Coca-Cola. In Narin zog es uns natürlich erstmal auf den Bazar. Dort gab es kirgisische Spezialitäten, wie zum Beispiel gegorenes, irgendwas zwischen Mu und Mäh.
Krasse Kohlensäure. Zeig mal. Das ist Milch mit Kohlensäure. Ja, wahrscheinlich, weil die gegoren ist, ne? Нет, нет, нет. Сниму. Pflanze. Это му. Ну, да, но ты спишь, мне так хорошо. Уйду на месте. Jetzt geht's Mu. Вот попробуйте, это му. Му. Это му. Sehr viel Butter. Entweder gibt das gleich richtig Power oder es geht nach hinten los. Was haben alle Schotterpisten dieser Welt gemeinsam? Querrillen. Elende Biester. Nach 5 Kilometern findest du es noch ganz lustig. Nach 10 Kilometern redest du nicht mehr, sondern suchst nur noch nach der besten Spur. Nach 50 Kilometern willst du einfach nur noch von dieser Piste runter. Und ja, es ist definitiv schlimmer, als es aussieht. Wir sind dann tatsächlich auf eine Straße ausgewichen. An Spannung war die kaum zu überbieten. Es geht geradeaus. Oh, Bodenrille. Eine 3-Grad-Biegung da vorne. Das ist echt krass. Ich soll mal ein Foto von machen. Vielleicht bewegen sich die Wolken. Eine Blume. Aber ich finde so lange Straßen auch zu quatschen mal gut. Man kann sich wieder unterhalten. Nach dem Querrillentrauma. Ja, genau. 3 Stunden später und wir sind immer noch auf dieser Straße. Immer noch so mit 9 bis 10 km/h. Und wir denken eigentlich, da hinten ist oben. Aber mittlerweile wissen wir, es stimmt nicht. Es geht immer und immer und immer weiter. Warm. Ist er denn dann hier links oder ist er geradeaus weiter? Ich glaube hier links. Bisschen nass heute. Aber gutes Equipment ist alles. Oh, man sieht ja plötzlich aus.
aufbauen? Nein, noch nicht. Martina hat sich Zu überfressen. viel gegessen. Oh, nicht zum ersten Mal heute. Zum 3. Mal. Martina hat meinen größten Respekt. Oh Mann. So, wie kriegt man einen Morgenmuffel dazu, nach ungefähr 12 Stunden Schlaf sich aus dem Zelt zu bewegen? Ich habe das Patentrezept. Noch ein bisschen mit den Töpfen klappern. Noch regt sich nichts, aber ich weiß, der Trick wird funktionieren. Guten Morgen! $3.300, was? 46 sind oben. Die freuen sich auch für uns. Oh, mega! Ja. Ah, was eine Sicht. Oh, da hinten geht's auch wieder hoch, oder? What? War nicht so geplant. Wir waren mittlerweile echt ein eingespieltes Team. Wir präsentieren unsere Zeltaufbau-Choreografie. Wenn auf etwas kein Verlass war, dann auf das Wetter. Du sitzt morgens ganz entspannt beim Frühstück und denkst dir, was ein schöner Tag. Cremst dich am ganzen Körper mit 50er Sonnencreme ein und eine halbe Stunde später Und kalt! Es gibt einen entscheidenden Nachteil, wenn man oberhalb der Baumgrenze unterwegs ist. Es gibt halt keine Bäume. Wind und Wetter ist man somit ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und das kann manchmal echt kalt sein. Es ist nicht mehr nachzuvollziehen, wessen Idee es war, die Überschuhe von der Packliste zu streichen. Fakt ist, wir hatten keine Überschuhe. Und das war so kalt, dass wir teilweise schieben mussten, damit unsere Zehen wieder warm werden. Nach 3 Stunden im Regen hatten wir dann eine super Idee. Wir haben gerade Bastelstunde und wir haben Eisfüße. Deswegen haben wir jetzt eine alternative Möglichkeit, da wir keine Überschuhe dabei haben und es ist saukalt, bauen wir jetzt uns warme Füße. Ah, hervorragend. Der erste Eindruck ist durchaus positiv. Die müssen scheiße aus. Guck ja schon in den Backofen. Sieht extrem scheiße aus. Macht dir nichts draus, sieht keiner. Hauptsache, man kann auch den Fuß bewegen. Machen wir das Bein noch ein bisschen hoch. Wir sind Gipsfuß, ne? So.
Knick geht noch. Muss nur der Schuh passen. Ja, das ist gleich noch die Schwierigkeit. Socken drüber. Ja. Und weiter geht's. 2 Dinge haben wir gelernt. Erstens, Füße werden in der Regel auch durchblutet. Könnte man bei der Wickeltechnik berücksichtigen. Zweitens, gute Ideen könnte man vielleicht mal 2 Stunden eher haben. Denn mit Knisterfüßen durch die pralle Sonne zu fahren, ist auch nicht die Erfahrung, die man jetzt unbedingt gemacht haben muss. Heute Morgen geht es leider nicht so richtig voran. Das liegt aber diesmal nicht an uns. Auf unserer Strecke ist leider Stau. Herdenstau. Alle Spuren sind belegt. Hi. Neben Tieren gibt es natürlich auch Menschen in Kirgisistan. Gegen Mittag lernten wir Arsen kennen. Arsen interessierte sich brennend für mein Mountainbike. Kette geht nach da. Kette, Rücken? Ja, genau. Jetzt ist der Gang leichter. Jetzt kannst du hier. Genau, hier musst du da drücken. Nee. Das ist. Das ist die Bremse. Für Bremsenbänder. Komm mal, setz dich mal drauf. Warte. So, setz dich mal drauf. Okay. So, jetzt kannst du hier bremsen. Hoppala. Au. Okay. So, wir legen los. Ab in den Fluss. In den Sommermonaten ziehen viele Kirgisen mit ihrem Vieh aufs Hochland und wohnen dann in Jurten. So auch Arsen mit seiner Familie. Arsen ist 6 Jahre alt und ein sehr schlauer und sehr neugieriger Junge. Die Funktion meiner Kamera hat er auf jeden Fall schneller durchblickt als ich mit damals 26. Fotografisches Talent? Ja, im abstrakten Bereich. Auch meine Trinkblase hat ihn irgendwie fasziniert. Bischkek. Ja, Flugzeug. Самолет? Да. Вертолет? Nach dem Mittagessen entschieden wir uns, statt über den Kengeti-Pass lieber das Tal abwärts zu fahren. Wird mal in einen kleinen Hurrikan geraten. Boah, was geht denn jetzt ab? Zwar mehr Glück als Verstand, aber die Entscheidung war goldrichtig. Gewisse Witterungsbedingungen möchte man nicht in 3800 Meter Höhe erleben. Schon in 2000 Metern Höhe war die Nacht im Zelt ziemlich schlaflos. Wir fühlten uns wie auf der Titanic, nur ohne Eisberg. Das Wasser stieg auf jeden Fall. Und nachts regnet es ja nie. Regnet es rein? Wir haben heute Nacht leider mit einem kleinen Sturm zu kämpfen. Wir sind der menschliche Heringersatz. Unsere Heringe haben leider schon kapituliert. Leider steht hier langsam alles unter Wasser.
aufpassen, dass es gleich hier aufhört. Geiler Zeltplatz. Der Morgen danach, es sieht aus, als wäre nichts gewesen. Wir sind aber gerade quasi alles am Trocknen. Stand leider alles unter Wasser. Nach dem ganzen schlechten Wetter hatten wir dann doch nochmal Lust auf Strand. Und so machten wir uns auf den Weg zum Issyk-Kul, dem zweitgrößten Bergsee der Welt. Issyk-Kul, yeah! Ja, was soll ich sagen? Das mit der Eleganz hatten wir ja schon mal. Offenbar ist Strandurlaub einfach nicht so unsere Stärke. Eine tolle Reise ging nun zu Ende. Ein tolles Land, tolle Menschen. Auch der Issyk-Kul, ein magischer Ort. Allerdings auch ein guter Ort, wenn man mal einen Horrorfilm drehen will. Mit dem Titel Die Mücken.